Erfahrene Schützen bauen ihre Pfeile in der Regel selber und der erste Schritt des Pfeilebauens ist was? Richtig, Schäfte kürzen. Am Anfang des Pfeilebauens steht immer erstmal das Kürzen der Pfeile und das passiert auf einer Pfeilsäge und so eine habe ich heute mitgebracht und zwar ist das die Pfeilsäge von Decat. Das ist ein sehr kompaktes Modell, das kann man auch schon sehen, es ist auch nicht besonders schwer und sie schneidet von 7 bis 35 Zoll, also es ist ein wahnsinnig großer Bereich und geht auch sehr weit. 35 Zoll, das raucht irgendein Riese, da kann man tendenziell sogar seinen Stabilisator drauf kürzen auf der Maschine. Und dennoch ist sie kompakt, also ich kann das mal zeigen. Wir haben hier eine Gesamtlänge von nicht mal 60 cm. So kommt sie eben aus dem Karton und kann auch immer wieder so verstaut werden. Auch der Karton ist relativ kompakt und die Höhe ist 14 cm ungefähr. Das ganze Ding ist auch nicht besonders schwer, also es ist wirklich erstaunlich kompakt und kann man schön wegräumen und eben aus dem Karton holen, wenn man es wieder braucht. Das ist eine pfiffige Lösung, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben hier eine Stange, die man hier draußen reinschieben kann. Und darüber kann ich hier eben mein Maß einstellen. Wir haben also eine Skala. Oben geht sie von 7 bis 21 Zoll, unten von 21 bis 35. Und hier ist ein Pfeil, der nach unten zeigt. Und wir haben auf der Teleskopstange oder auf der Schiene, wie man möchte, einen zweiten Pfeil. Und der zeigt nach oben. So, das heißt, wir können, wenn wir bis 21 Zoll was abschneiden wollen, nehmen wir den hier und ab 21 Zoll nehmen wir dann den untersten Pfeil bis hier 35 Zoll Limit. Man kann sogar ein bisschen weiter, also man kann irgendwie so bis knapp 36 Zoll kann man abschneiden. Und eben diese Rändelschraube, die ich hier gerade rausgedreht habe, die ist in diesem Gewinde drin, wenn es in der Packung ist, damit es hier auch ganz weit reingeschoben werden kann, also so weit sogar, dann ist das andere Gewinde nämlich verschwunden. Man zieht es raus, schraubt das auf die andere Seite, stellt seine Auszugslänge ein, die man braucht für die Pfeile, kann das festschrauben und dann hat man das Ding eben einsatzbereit. Also wirklich gut gemacht, finde ich. Viel kompakter, kleiner und leichter kann man es nicht bauen und deswegen ist auch die Decat Pfeilsäge mehr oder weniger ein Industriestandard geworden. Also wer eine Pfeilsäge hat, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit diese hier zu Hause stehen. Ja, dann haben wir noch einen Fußtaster dabei, den habe ich hier stehen. Das wird auf der Rückseite eingesteckt hier und hat einen Schuko-Stecker und mit dem Taster startet man dann eben die Säge. Das ist praktisch, dann hat man die Hände frei und im Lieferumfang außerdem ist noch ein zweites Sägeblatt oder eine zweite Trennscheibe. Die wird man meiner Erfahrung nach nicht sofort brauchen. Die da drauf ist, die hält meiner Erfahrung nach sehr lange und schneidet auch alles, was man an Pfeilen schneiden möchte. Aluminium, Carbon, Fiberglas, Holz, also geht eigentlich alles damit. Wir haben die auch als Ersatz-Trennscheiben im Angebot, aber der Erfahrung nach braucht man die also erstmal nicht. Wenn ich Pfeile kürze, wie gehe ich da vor? Dann möchte ich kurz darauf eingehen und auch das Gerät ein bisschen demonstrieren. Ich habe jetzt hier meinen Messpfeil, da habe ich jetzt eine Auszugslänge mit bestimmt und habe mir eine Markierung gemacht. Und entweder arbeite ich mit dem Messpfeil oder ich arbeite tatsächlich mit einem echten Pfeil oder ich rechne es einfach aus. Da gibt es jetzt verschiedene Wege. Ich habe mir auf jeden Fall angeeignet oder angewöhnt, hier so eine Markierung drauf zu machen. Hier habe ich so ein bisschen Klebeband drauf gemacht und dann stelle ich halt die Länge mit der Maschine einmal ein anhand dieses Klebebands und dann kann ich alle Pfeile damit schneiden. Also hier würde ich jetzt das machen, dass man das auch sehen kann. Erstmal dieser Grobverstellung, das so weit einstellen, bis ich hier ungefähr angekommen bin. Da ist jetzt eine reine Schaftlänge von 28 3/4 Zoll ungefähr mit Bushing. So, und dann kann ich hier, ich habe das ganz genau gemessen, bin jetzt aber hier noch nicht genau da, kann auf der Rückseite mit der Feinverstellung, das müsste man jetzt auch sehen, schraube ich da ein bisschen dran und dann sieht man, komme ich die letzten Millimeter rein. Da kann ich das genau einstellen, dass ich 100% die richtige Länge habe. Das ist vor allem sehr praktisch mit dieser Feinverstellung, wenn man einen Musterpfeil hat. Wenn man also Pfeile hat und möchte neue Pfeile schneiden, die exakt die gleiche Länge haben, dann ist das mit dieser groben Schiene hier ein bisschen schwierig.
Und dann ist diese Feinverstellung eben Gold wert. Ich zeige das hier auch nochmal in die zweite Kameraperspektive, die Feinverstellung. Also so kann man daran schrauben und kann das sehr fein einstellen. Das ist eigentlich auch schon alles, was man zu der Säge sagen kann. Ich habe hier eine neue X23, die ich abschneiden möchte für meinen Compound. Und dann würde ich sagen, mache ich das doch einfach mal. Das machen wir aber nicht hier im Studio, sondern in die Werkstatt. Dafür müssen wir also umziehen. Von daher, bis gleich. Wie gesagt, ich habe meine Markierung mit Klebeband auf dem einen als Musterpfeil drauf gemacht und jetzt werde ich als erstes die Länge von der Markierung auf der Maschine einstellen. Also erstmal eine Grobeinstellung und dann mit der Feineinstellung hinterher. So, jetzt habe ich ziemlich genau 28,5 Zoll Schaftlänge und habe das jetzt so eingestellt, dass das Klebeband stehen bleibt. Ganz wichtig, natürlich entsprechende Schutzvorrichtung und dann kann es losgehen. Also das war der erste Schnitt. Kann man hier hoffentlich sehen. Wir haben einen leichten Grat innen. Das ist bei Aluminium und auch bei Carbon normal so. Da kümmern wir uns gleich noch drum. Aber erstmal ist das ein sauberer und gerader Schnitt. Dann schneide ich jetzt mal das ganze Dutzend ab. Ein Tipp an dieser Stelle vielleicht noch. Ich würde mir die Pfeile immer so hinlegen, wie man sie auch in die Maschine legt, damit man dann, wenn man schneidet, über nichts mehr nachdenken muss und auch nichts mehr falsch machen kann, dass man einen Pfeil nach dem anderen nimmt, abschneidet und den nächsten nimmt. Wenn man da jetzt die nicht so sortiert hat, dann könnte es passieren, dass man aus Versehen die falsche Seite abschneidet. Das ist bei einem Alu-Pfeil theoretisch sogar nicht so schlimm. Bei diesem X23 mit diesem zweifarbigen Design sieht es natürlich dämlich aus und bei Carbon-Pfeilen, die vielleicht sogar gebarrelt sind, ACE X10, kann man den Pfeil dann im Grunde wegschmeißen, wenn man ihn von der falschen Seite abschneidet. Also Profi-Tipp. So, das war das Schneiden der Pfeile. Bei Aluminiumpfeilen vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auch hier verwende ich immer eine Absaugung. Ich habe also einen Industriestaubsauger von Festool, der hier vorne so nah wie möglich an der Trennscheibe absaugt. Bei Carbonpfeilen erachte ich das schon als sehr wichtig, den Staub davon, dass man den wirklich sicher wegsaugt, wenn man das schneidet. Ich hatte das eben schon mal gezeigt. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Grat dran. Das ist kein großes Problem. Da nimmt man einfach einen Cutter, setzt den hier an im 45 Grad Winkel und dreht dann einfach den Pfeil einmal im Kreis und schon ist das sauber und kein Grat mehr vorhanden. Das mache ich jetzt auch bei allen Pfeilen. So, dann mache ich als letztes noch das Klebeband ab von dem Maßpfeil und dann bin ich fertig. Ein Satz Alupfeile auf Länge geschnitten und dann ist der nächste Schritt Spitzen einkleben, befiedern und dann geht's los. Das ist hier also die Pfeilsäge von Dekard. Ich denke, ihr habt gesehen, dass damit das Kürzen der Pfeile zum Kinderspiel wird und man sich da keine Angst vor haben muss. Also jeder, der vor der Entscheidung steht, ob er das mal selber machen möchte, der kann das also. Wenn noch Fragen sind dazu, bitte in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Schneiden eurer Pfeile, beim Bauen vielleicht der ersten eigenen Pfeile. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.